Heute geht es um Dorfromantik als Brettspiel. Ab 8 Jahren empfohlen 30 bis 60 Minuten und 1 bis 6 Personen. Ihr könnt das also sogar alleine spielen. Und das Coole ist, es ist ein kooperatives Spiel, bei dem ihr zusammen eine Landschaft aufbaut und versucht, gemeinsam möglichst viele Punkte zu erreichen. Kurz zum Inhalt. Ihr habt 48 Landschaftsplättchen. Das sind die mit der grünen Rückseite. Hierbei gibt es Landschaftskärtchen, auf denen verschiedene Dinge abgebildet sind, wie Wald, Getreide, Dörfer, Flüsse, Wiesen und Schafe. Außerdem gibt es auf einigen von den Plättchen noch zusätzlich ein Fähnchen. Was das zu bedeuten hat, erzähle ich euch später. Weiterhin haben wir 25 Auftragsplättchen. Das sind die mit der weißen Sprechblase auf der Rückseite. Und hier sind ebenfalls Teile der Landschaft drunter. Aber hier gibt es noch einen kleinen Marker. Von denen gibt es pro Kategorie 5, also Dorf, Schienen, Getreide, Fluss und Wald. Die deckt ihr dann im Verlauf des Spiels auf, sind jeweils Zahlen von 4 bis 6. Weiterhin habt ihr einen Kampagnenblock, den benutzt ihr am Ende der Wertung und einen Wertungsblock, da notiert ihr später eure Punkte. Außerdem gibt es 5 weitere Schachteln mit Materialien, die ihr im Verlauf des Spiels in verschiedenen Partien freischaltet. Wichtig, ihr dürft die ganzen Päckchen noch nicht öffnen, ihr werdet dazu explizit aufgefordert. Bevor ihr anfangt zu spielen, baut ihr erstmal alles auf. Die Auftragsplättchen sortiert ihr nach der Farbe auf der Rückseite, mischt sie einmal durch pro Stapel und legt sie dann hier verdeckt auf den Tisch. Das gleiche macht ihr mit den Auftragsplättchen, einmal gut durchmischen und dann in verschiedenen Stapeln auf den Tisch legen, und mit den Landschaftsplättchen geht ihr ebenso vor. Bevor ihr die Landschaftskarten auf verschiedene Stapel aufteilt, zieht ihr noch 3 von den Landschaftskarten und legt diese zurück in die Schachtel, damit nicht alle Landschaftskarten im Spiel sind. Das Ziel ist es, die Landschaftsplättchen und die Auftragsplättchen, die ihr im Verlauf des Spiels zieht, so anzulegen, dass Aufträge der Bewohner erfüllt werden und ihr dadurch Punkte bekommt. Außerdem gibt es Punkte für möglichst lange Gleise und einen möglichst langen Fluss. Jetzt kann es auch schon losgehen. Ihr wählt einen Startspieler aus und dann geht es im Uhrzeigersinn weiter. Derjenige, der gerade am Zug ist, darf entweder ein Auftragsplättchen oder ein Landschaftsplättchen aufdecken und entsprechend der Legeregeln, die ich gleich erkläre, an die Spielfläche anlegen. Man darf sich dabei mit dem Team absprechen, aber die Person, die dran ist, darf am Ende entscheiden, wo die Karte hinkommt. In Zug 1 bis 3 deckt ihr immer Auftragsplättchen auf. Diese kommen dann mit Auftragsmarker auf die Spielfläche. Ich würde also anfangen zu spielen, nehme hier einen von den Dorfauftragsmarkern, packe den auf die Karte rauf und lege sie als erstes mal in die Spielmitte. Hier entsteht dann die Landschaft. Dann ist auch schon der nächste Spieler dran und der würde ebenfalls ein Auftragsplättchen ziehen, nimmt sich einen von den Markern und legt das Ganze hier entsprechend an. Und dann, nachdem ihr 3 Auftragsplättchen mit Auftragsmarkern auf dem Tisch habt, müsst ihr vor jedem Zug prüfen, wenn weniger als 3 Auftragsplättchen mit einem Marker auf dem Tisch liegen, dann müsst ihr ein Auftragsplättchen in eurem Zug ziehen. Sonst, wenn 3 Auftragsmarker auf dem Spielfeld sind, zieht ihr eine Landschaftskarte und legt diese entsprechend an. Bei Dorfromantik gibt es einige Legeregeln, die ihr beachten müsst, wenn ihr Plättchen anlegt. Alle Plättchen müssen zusammenhängen, das heißt, ich darf nicht 2 verschiedene Landschaften bauen, und Kanten mit Gleisen oder Flüssen müssen fortgesetzt werden. Das heißt, an einen Fluss kann nur eine Karte angrenzen, die auch einen Fluss beinhaltet, und an ein Gleis ebenfalls. Wald, Getreide, Dörfer und Wiesen dürfen beliebig angelegt werden, wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe. An eine Wiese kann ich einfach einen Wald anlegen. Aufträge könnt ihr erfüllen, indem ihr genau so viele Karten an ein Gebiet anlegt, dass die mit der Zahl hier auf dem Auftragsplättchen übereinstimmen. Das heißt, in diesem Fall bräuchte ich einen Fluss der Länge 5, um diesen Auftrag zu erfüllen. Hier bräuchte ich einen Fluss der Länge 6 und hier bräuchte ich ein zusammenhängendes Dorf mit 5 Plättchen, um den Auftrag zu erfüllen. Wenn ein Auftrag erfüllt ist, wenn ihr zum Beispiel ein Dorf mit 5 Plättchen gebaut habt, die hier angrenzen, dann nehmt ihr den Auftragsmarker, legt den zur Seite und dafür gibt es später am Ende der Partie Punkte. Wenn das der Fall ist und ich einen Auftrag erfüllt habe, dann muss im nächsten Zug, weil ja nur noch 2 Auftragsplättchen hier liegen, der nächste Spieler ein Auftragsplättchen mit einem Auftragsmarker ziehen und den wieder entsprechend an die Landschaft anlegen. Man darf Auftragsplättchen, wie ich das hier gemacht habe, auch in ein Gebiet anlegen, in dem bereits Auftragsmarker liegen. Das Gebiet muss aber beim Auslegen aus weniger Plättchen bestehen, als auf dem Auftragsmarker angegeben. Das heißt, wenn ich schon einen Fluss mit der Länge 5 habe, dann hätte ich hier diese Karte nicht mehr anlegen können. Das geht nur, wenn der Fluss noch nicht 5 Plättchen beinhaltet. Außerdem dürft ihr beim Auslegen einer Auftragskarte mit einem Auftragsmarker das Gebiet, auf dem der Auftragsmarker sich befindet, nicht abschließen. Außerdem kann es passieren, dass durch das Anlegen und Verbinden von Landschaftskarten ein Gebiet plötzlich aus mehr Plättchen besteht, als auf dem Auftragsmarker angegeben. Nehmen wir an, ich würde 2 Flüsse miteinander verbinden und die Länge des Flusses wäre auf einmal von 4 auf 7 gestiegen. Dann müsst ihr den Auftrag abbrechen und den Auftragsmarker in die Schachtel zurücklegen. Dafür gibt es dann also keine Punkte. Außerdem gibt es Landschaftsplättchen mit Fahnen. Die geben im optimalen Fall später bei der Endauswertung Punkte, aber man bekommt nur Punkte für das Gebiet mit der Fahne, die abgeschlossen sind. Hier müsste ich also ein abgeschlossenes Getreidefeld bauen, um am Ende entsprechend Punkte zu bekommen. Das könnte ich zum Beispiel so erreichen. Das gäbe jetzt nur 2 Punkte, aber ich hätte ein abgeschlossenes Gebiet. Das Spiel endet, wenn
der Stapel mit den Landschaftskarten leer ist. Wenn man mit dem letzten Landschaftskartenplättchen einen Auftrag erfüllt, dann zieht ihr eben so lange weiter Auftragsplättchen, bis keine Aufträge mehr erfüllt werden können und ihr theoretisch wieder eine Landschaftskarte ziehen müsstet, dessen Stapel ja leer ist. Nach dem Spielende ermittelt ihr die Punkte. Ihr nehmt euch dafür dieses Wertungsblatt, man nimmt ein Wertungsblatt pro Partie und dann tragt ihr eure Punkte entsprechend ein. Die Krone oben links gibt an, in der wievielten Runde bzw. Partie ihr spielt. Nehmen wir an, wir wären gerade in der ersten Partie, ihr tragt hier oben also eine 1 ein. Weiterhin zählt ihr hier in dieser Spalte die Anzahl an Punkten, die ihr für die Auftragsmarker entsprechend der verschiedenen Kategorien Wald, Feld, Dorf, Gleise und Fluss bekommen habt. Das könnt ihr dann hier nochmal zusammen addieren. Außerdem kriegt ihr dann für die Plättchen mit der Fahne Punkte, wenn ihr ein Gebiet, auf dem die Fahne ist, abgeschlossen habt. Dann gibt es eben entsprechend Punkte für die Anzahl an Plättchen, aus denen das Gebiet entsteht, für Wald, Getreide und das Dorf. Außerdem schaut ihr, wie lang euer längstes Gleis ist, aus wie vielen Plättchen das Gleis also besteht und dann tragt ihr hier entsprechend die Punkte ein. Das gleiche gilt für den Fluss. Außerdem gibt es hier unten ein Kästchen für die freigespielten Inhalte. Das nutzt ihr am Anfang in der ersten Partie nicht, erst wenn man eben Dinge freigespielt hat, und dann könnt ihr hier ankreuzen, welche Dinge ihr freigeschaltet habt, wie viele Punkte es dafür gibt und wie viele Punkte ihr dann in Summe bekommt. Habt ihr alle Punkte ermittelt und das Ergebnis zusammen addiert, dann merkt ihr euch dieses Ergebnis und schaut auf den Kampagnenbogen. Hier sucht ihr euch als allererstes in der linken Zeile den Score, der zu euch passt. Hierfür ermittelt ihr einfach die Anzahl an Punkten. Eure Punkte rundet ihr hierbei ab und dann findet ihr euch in einer Zeile wieder. Nehmen wir an, wir hätten in dieser Runde 145 Punkte erreicht. Ich runde ab auf 140, würde bei der Künstlerin landen und dann hier entsprechend die Partie eintragen, in der ich mich gerade befinde. Und hier seht ihr dann, wie viele von den weißen Feldern auf dem Kampagnenblatt ich ankreuzen darf. In diesem Fall bei der Künstlerin wären es eben 4 Felder. Ihr dürft 4 von diesen Kreisen hier ankreuzen und irgendwann kommt ihr dann auf diese grünen Felder, mit denen ihr Dinge freispielen könnt. Das grüne Feld selbst zählt nicht als Kreuz. Wenn ihr hier auf einem gelandet seid, dürft ihr euch entscheiden, ob ihr rechts oder links weitergeht. Wenn ihr etwas freigespielt habt, dann öffnet ihr entsprechend der Anweisung zum Beispiel eine neue Schachtel und fügt diese Inhalte dem Spiel hinzu. Manchmal spielt ihr auch Erfolgskarten frei. Die gibt es dann in Schachtel 3 und außerdem gibt es auch noch rote Herzen, die ihr freispielen könnt. Die findet ihr auch in Schachtel 3. Jedes freigespielte Material kreuzt ihr hier noch auf eurem Kampagnenblatt an, dann werden die Dinge dem Spiel hinzugefügt. Die Dinge, die ihr freigespielt habt, fügt ihr dann nach der Anleitung entsprechend dem Spiel hinzu. Die Dinge kommen in jeder weiteren Partie, die ihr spielt, zum Einsatz. Oft sind es Erfolgskarten, für die ihr etwas tun müsst, um einen Erfolg freizuschalten. Diese Erfolgskarten legt ihr erstmal mit dem verschlossenen Schloss nach oben neben das Spielbrett und wenn ihr sie freigeschaltet habt, dreht ihr die Karte um, der Erfolg ist freigeschaltet, dann bleibt diese Karte mit der Seite auch in weiteren Partien einfach neben eurem Spielbrett liegen. Ihr habt den Erfolg also dauerhaft freigeschaltet. Generell kann man sagen, neue Landschaftskarten kommen mit zu den bisherigen Landschaftskarten, neue Auftragsplättchen kommen zu den Auftragsplättchen, mit denen spielt ihr dann weiter. Außerdem gibt es Sonderplättchen unter den Landschaftskarten. Das erkennt ihr an der Vorderseite mit einem Schild darauf. Wenn ihr eine neue Partie anfangt, dann sortiert ihr erst aus dem gemischten Stapel der Landschaftskarten 3 aus, legt diese in die Schachtel zurück, mischt dann die Sonderplättchen mit in die Landschaftskarten und fangt dann an zu spielen. Somit ist sichergestellt, dass die Sonderplättchen auch immer hier in diesen Stapeln drin sind und ihr sie nicht zufällig zurück in die Schachtel legt. Die Auftragsmarker werden weiterhin einfach hier zu den bestehenden Auftragsmarkern dazu sortiert und einmal gut durchgemischt, bevor ihr eine neue Partie anfangt. Und wenn ihr alle Dinge aus den entsprechend freigeschalteten Inhalten im Spiel hinzugefügt habt, dann könnt ihr mit einer neuen Partie anfangen. Ich hoffe, die Regeln für Dorfromantik sind euch klar und wenn ihr noch weitere Brett- und Kartenspielanleitungen sucht, schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich stelle hier viele coole Spiele vor. Außerdem lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch der Inhalt gefallen hat und bis zum nächsten Mal.